In diesem Video erkläre ich euch, wann wir eine ordinale logistische Regression schätzen, wie wir eine solche schätzen und wie wir das Ganze interpretieren können. Zuerst laden wir den Datensatz Select aus dem Package Legal. Das Package Legal ist ein Package, das ich für Unterrichtszwecke entwickelt habe mit einigen Datensätzen drin. Installieren kannst du das mit DevTools ::install _GitHub Benjamin Schlegel. Falls du DevTools noch nicht installiert hast, kannst du das mit install.packages DevTools installieren. Der Select 2015 Datensatz aus dem Package Schlegel ist ein reduzierter Datensatz mit einigen Variablen. Den vollen Datensatz kannst du von Force herunterladen, zu Forschungszwecken. Laden wir den Datensatz. Zuerst schauen wir uns kurz die abhängige Variable an. Die ist ordinal skaliert. Das heißt, wir haben eine Variable, die geordnet ist, aber kategoriell. Das heißt, die Distanzen sind nicht zwingend gleich. Also es kann sein, dass zwischen sehr für Umweltschutz und etwas für Umweltschutz, dass der Abstand nicht gleich ist wie zwischen etwas für Umweltschutz und unentschieden. Deshalb sollten wir keine lineare Regression schätzen. Jetzt ist es so, wenn wir mehr als so 7, 8, 9 Levels haben, dann können wir trotzdem eine OLS schätzen, weil die Unterschiede so klein sind, dass sie nicht mehr relevant sind in der Regel. Es gibt aber auch Fälle, wo in wissenschaftlichen Papieren jemand eine ordinale logistische Regression gerechnet hat mit über 100 Levels. Es ist möglich, aber nicht zwingend. Wenn wir hingegen 3, 4, 5, 6, 7 Ausprägungen haben bei einer ordinalen Variable, dann sollten wir eine ordinale logistische Regression schätzen. Die Levels anschauen, ob jemand eher für Umwelt oder für die Wirtschaft ist, für Wirtschaftswachstum. Nun, um eine ordinale logistische Regression schätzen zu können, brauchen wir das Paket MES. Dort gibt es eine Funktion Polar für eine ordinale logistische Regression. Als erstes brauchen wir die abhängige Variable, das ist bei uns Opinion Environmental Economy, und dann die unabhängigen Variablen, was wir Alter und Geschlecht haben und die noch interagieren, denen wir einen Stern schreiben. Wir könnten hier auch ein Plus schreiben, wenn wir keine Interaktion schätzen wollen. Dann geben wir den Datensatz an und die Gewichte, weil der Datensatz nur repräsentativ ist mit den Gewichten, weil nicht alle teilgenommen haben. Dann können wir noch Hess = True, dass die hessische Matrix auch noch mitgeschätzt wird. Andernfalls würde es in einem späteren Schritt, wenn wir mit dem arbeiten, noch nachgeschätzt werden und das andere würde etwas länger dauern. Ist aber nicht zwingend. Die Warnung kommt, weil wir Gewichte eingeführt haben. Da ist A relativ pingelig und gibt uns eine Warnmeldung aus. Die können wir aber problemlos ignorieren. Dann können wir mit TextRec, Package und ScreenRec oder mit Stargazer aus Stargazer eine schöne Tabelle darstellen. Mit ScreenRec können wir die in der Konsole ausgeben, dass Sie die anschauen können. Dann sehen wir, dass das Geschlecht signifikant ist, Alter hingegen nicht signifikant. Und hier haben wir noch die sogenannte Kappas. Das sind die Cut-Points, bei dem unterschieden wird, ob einer eher in die untere Kategorie oder in eine höhere Kategorie. Je nachdem, was das Y ist, entscheiden die Cut-Points, in welche Kategorie jemand kommt, weil eine latente Variable geschätzt wird als abhängige Variable. Dafür, weil es die Kappa-Points hat, gibt es keinen Achsenabschnitt, kein Beta, 0. In einem Paper würden wir dann nicht ScreenRec brauchen, sondern TextRec oder HTML-Rec, je nachdem, ob wir es mit Word oder mit LaTeX schreiben, respektive Quarto oder R Markdown. Zum Interpretieren können wir das Paket glm.predict verwenden, das ich entwickelt habe.
um vorausgesagte Wahrscheinlichkeiten und diskrete Änderungen zu berechnen. Dazu können wir die Funktion predicts verwenden. Dann geben wir das Modell an, das wir geschätzt haben. Dann im nächsten Schritt müssen wir für alle unabhängigen Variablen im Modell angeben, welche Werte wir schätzen wollen. In dem Fall hätten wir gerne für Alter 18 bis 80 und von Geschlecht alle Ausprägungen. Dann mit SimCount, das ist der Default Value, der Standardwert ist 1000. Damit die Grafik nachher etwas schöner aussieht, ziehen wir 10.000 Werte in der Simulation, um etwas smoothere Werte zu kriegen. Also nachher die Grafik, damit die smoother aussieht. Dann können wir noch einen Seed setzen. Das ist dazu da, dass immer die gleichen Zufallswerte simuliert werden, was uns hilft, replizierbaren Code zu erstellen, damit wir, wenn es jemand repliziert, wieder die gleichen Werte kriegt. Die Zahl, die wir hinschreiben, ist egal. Wir könnten auch nur 1 oder 10 oder irgendeine Zahl schreiben. Wichtig ist einfach, dass wenn wir die gleiche Zahl wieder verwenden, kriegen wir auch die gleichen Zufallswerte zurück. Wenn wir keinen Seed setzen, wird das Seed aus der Uhrzeit berechnet. So im Millisekundenbereich oder noch kleiner, dann so die effektive, zufälligere Zufallswerte quasi generiert, die aber dann nicht replizierbar sind. Können wir das ausführen? Type not specified using simulation as n bigger gleich 500. Das bedeutet einfach, weil wir den Typ nicht festgelegt haben, wir könnten entweder mit Simulation das Ganze machen oder mit Bootstrap. Das sind zwei verschiedene Verfahren. Wenn man das nicht angibt, dann wird auf die Fallzahl geschaut. Da wir viele Fälle haben im Select-Datensatz, wird Simulation verwendet. Dann als nächstes setzen wir Level und wir können zuerst schnell dfPredicts anschauen, wie das aussieht. Also wir haben hier Mean ist die vorausgesagte Wahrscheinlichkeit, Lower ist das untere Konfidenzintervall der vorausgesagten Wahrscheinlichkeit und Upper das obere Konfidenzintervall. Dann haben wir Alter, Geschlecht und dann das Level der abhängigen Variable. Alle 5 Levels zusammen ergeben 1. Das heißt, wenn wir die Summe von den 5 berechnen, kriegen wir 1, weil es ja in irgendeiner Kategorie sein muss. Ich sage nur, wie wahrscheinlich ist es, dass ein 18-jähriger Mann in der Kategorie sehr stark für Umweltschutz, eher für Umweltschutz oder sehr stark für Wirtschaftswachstum ist. Das sind jetzt zum Beispiel nur 3,6%. Dann, da Predicts die Levels nicht im originalen Zustand ordnet, machen wir das noch mit Factor. Und dann sagen wir Levels, hätten wir gern die Levels des ursprünglichen. Dann wird es ein Faktor mit den entsprechenden Levels unten dran, wie wir das bereits zu Beginn gesehen haben, als wir die abhängige Variable angeschaut haben. Dann laden wir noch Tidyverse für ggplot, um die Grafik zu erstellen. Dann verwenden wir ggplot, das simulierte Dataframe, die Werte. Dann die Aesthetics, auf der x-Achse wollen wir Alter, auf der y-Achse den Durchschnitt. y-min soll lower sein und y-max upper für das Konfidenzintervall. Dann Fill wollen wir die Levels, also die Farben, und die Linienfarben auch die Levels. Dann fügen wir geom-ribbon hinzu, das ist das Konfidenzintervallband, und sagen, es soll transparent sein. Also wenn sich die überlagern, dass wir die besser sehen. Legen wir einen Alpha-Wert von 0,3 fest, was die Transparenz ist. Dann die Linie darüber, dann noch ein Theme, in dem Beispiel jetzt Theme Minimal. Dann Scale while continuous, Labels gleich Scales%. Und dann fügen wir noch Small Multiples hinzu für das Geschlecht. Das heißt, wir kriegen für Männer und Frauen je einen eigenen Plot. Und dann noch schreiben wir die y-Achse an mit vorausgesagter Wahrscheinlichkeit und die x-Achse mit Alter. Sieht dann so aus. In der Grafik können wir erkennen, dass vor allem bei Frauen Jüngere sehr viel stärker für Umweltschutz sind als ältere Frauen. Bei denen, die hingegen eher für Wirtschaftswachstum sind oder das zunimmt. Wobei Rather for Environmental Protection bei allen am höchsten ist. Dann ein zweites Beispiel.
Hier berechnen wir jetzt, nehmen wir den Durchschnitt von Alter und nehmen wieder alle Varianten von Geschlecht, also beide. Wieder die Levels wie vorhin. Diesmal das obere ist wieder mehr oder weniger gleich, als dass wir diesmal für Fill Gender nehmen, also die Farbe. Und diesmal nehmen wir Geom Point Range. Das ist ein Beispiel für eine diskrete Variable auf x. Da wollen wir keine kontinuierliche Linie, sondern Punkte mit dem Konfidenzintervall dazu. Dazu können wir Point Range verwenden. Und dann, damit die Farben, die zwei Punkte mit den Linien nicht sich überlagern, setzen wir noch Position Dodged, Width gleich 0,5. Wieder ein Theme, dann Scale y Continuous, das machen wir, um die y-Achse mit Prozenten anzuschreiben. Dann können wir über axis.text.x in der Funktion Theme mit Element Text Angle gleich 60, Hardjust gleich 1, die Labels unten dran, den Winkel ändern und dann schreiben wir noch die x- und die y-Achse an. Diesmal jetzt auf Englisch in dem Beispiel. Sieht dann folgendermaßen aus, die Grafik. So sehen wir, dass Radar for Environmental Protection höchsten ist für Frauen höher als für Männer. Ein drittes Beispiel. Hier nehmen wir wieder 18 bis 80 und All. Diesmal setzen wir jedoch eine Position. Mit Position können wir die Position von der Discrete Changes festlegen. Das heißt, wir wollen Discrete Changes für das Geschlecht, das in der zweiten Position ist. Wollten wir es für Alter, würden wir hier eine 1 schreiben. Das anschauen, dann sehen wir jetzt, haben wir für den ersten Wert die Durchschnittswerte mit dem Konfidenzintervall, für den zweiten Wert die vorausgesagte Wahrscheinlichkeit mit dem Konfidenzintervall und den Discrete Change mit den Konfidenzintervallen. Das Value 1, das erste Wert ist Male, also Männer, der zweite Wert sind Frauen. Hier sehen wir, dass beide negativ sind, respektive beide positiv. Das bedeutet, dass der Unterschied signifikant ist. Wäre eins negativ und das andere positiv, wäre die 0 im Konfidenzintervall enthalten und damit der Unterschied nicht signifikant. Hier machen wir wieder ein ggplot. X das Alter, Y nehmen wir jetzt DC Mean, DC Lower und DC Upper. Geom Ribbon. Diesmal ein Beispiel, wo wir nur die Linie wollen, statt es ausgefüllt. Also schreiben wir Fill gleich NA, Color gleich Black, Line Type Dashed. Geom Line, Facet Wrap für Level, dass wir für jedes Level einen eigenen Plot kriegen, Small Multiples. Und dann, weil es ein Discrete Change Plot ist, wollen wir noch die Nulllinie einzeichnen, damit wir auf einen Blick erkennen, wo es signifikant ist und wo nicht. Dazu machen wir Y-Intercept gleich 0 und Color gleich Red. Das macht nur Sinn bei einem Discrete Change Plot. Ich sehe immer wieder Studierende, die das in vorausgesagten Wahrscheinlichkeiten Plots machen. Die vorausgesagte Wahrscheinlichkeit kann gar nie unter 0 gehen oder exakt 0 annehmen. Das heißt, dort macht die Nulllinie keinen Sinn. Dann ein Theme hinzufügen, diesmal statt Minimal BW. Ein bisschen schöner finde bei Small Multiples. Und dann YLab Discrete Change. Hier wollen Sie jetzt nicht in Prozenten darstellen, da Discrete Changes Prozentpunkte sind und nicht Prozente. Sehen wir hier. Diesmal haben wir statt ein Band haben wir die beiden Linien durch Fill gleich NA, Color gleich Black. Wir sehen, dass der Unterschied überall signifikant ist. Dann noch ein Beispiel, wie wir Modelle vergleichen können. Dazu schätzen wir das gleiche Modell nochmals, aber diesmal ohne einen Interaktionseffekt. Eine Variante, es zu vergleichen, ist mit dem BIC, sogenannte Bayesianische Informationskriterium. Da sehen wir, ein tiefer Wert bedeutet, dass es besser ist. Hier ist das zweite Modell ohne den Interaktionseffekt tiefer, das heißt, der BIC würde vorschlagen, dass es ohne Interaktionseffekt besser ist. AIC ist das archaische Informationskriterium. Auch hier, auch wenn es sehr knapp ist, aber auch hier ist das ohne Interaktion besser.
Das BC enthält die Fallzahl, während das AIC es nicht enthält. Das BNC gilt also als etwas konservativer. Eine andere Variante ist mit dem sogenannten Waldtest. Das können wir mit LM-Test Waldtest machen, also entweder Library LM-Test und dann Waldtest oder mit den 2 Doppelpunkten, um es direkt aus dem Package zu laden, ohne das ganze Package zu laden. Hier sehen wir, dass der Unterschied nicht signifikant ist, das heißt, es lohnt sich nicht, den Interaktionseffekt hinzuzufügen. Eine weitere Variante wäre ein Likelihood Ratio Test mit dem LR-Test. Und auch hier sehen wir, dass der Unterschied nicht signifikant ist und deshalb das genestete Modell besser ist, ohne den Interaktionseffekt. Nun ist es so, bei diesen Tests, BC, AIC und so weiter, muss die Fallzahl identisch sein. Das heißt, wenn wir jetzt in dem Fall, wo wir mit Interaktion und ohne Interaktion machen, ist das immer der Fall, weil die DNAs automatisch rausgeschmissen werden. Nehmen wir an, wir wollten das Ganze nur mit Gender machen. Jetzt könnte es sein, dass Gender einen Wert hat, aber Alter bei gewissen Fällen keinen Wert. Diese Fälle wären im genesteten Modell vorhanden, aber im vollen Modell nicht. Das heißt, die Fallzahl wäre unterschiedlich. Um das zu vermeiden, können wir auf den Datensatz Filter anwenden und sagen, dass die Variable, die wir nicht ins genestete Modell nehmen, keine NAs enthalten darf. Das machen wir hier mit dfSelects Pipe Operator Filter not is NA. Also soll nicht NA sein, das ist das Nicht-Zeichen, das Befehlszeichen. Sonst würden wir nur die Fälle kriegen, die NA sind. Wir wollen ja die Fälle, die nicht NA sind. Das schreiben wir davor im Befehlszeichen. Der Rest ist wieder gleich. So können wir dann auch wieder den Likelihood Ratio Test machen. Wir sehen jetzt, dass Alter nicht signifikant ist, also dass es keinen Mehrwert bringt, kein signifikante, wenn wir von einem Standard-Alpha-Wert von 0,05 ausgehen. Nun, die ordinale logistische Regression hat eine Annahme, die sogenannte Parallel Regression Assumption. Die können wir mit dem Brand-Test überprüfen. Ein weiteres Package, das ich entwickelt habe. Dazu laden wir das Package Brand, dann Brand von Ologit. Dann sehen wir, der Omnibus-Test sagt zwar, dass die Assumption fehlt, aber keine der einzelnen Variablen scheint ein Problem zu sein. Das können wir anschauen, indem wir schauen, ob Probability, der P-Wert, ob der kleiner ist als 0,05. Wenn der fehlt und dann noch eine davon auch fehlt, zum Beispiel Gender Female, dann wüssten wir, dass für Gender Female die Annahme nicht zutrifft. Wenn das der Fall ist und die Parallel Regression Assumption nicht hält, dann müssen wir ein VGLM-Modell schätzen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel mit Geschlecht, obwohl es gehalten hat, aber nehmen wir mal an, es hätte nicht gehalten. Dann können wir das Paket VGAM laden. Dann müssen wir die abhängige Variable ordinal machen mit ordered. Und dann Model VGLM ist gleich VGLM. Dann die abhängige Variable, das ist alles gleich. Das auch. Das wir kennen, und dann müssen wir noch eine Familie hinzufügen. Family ist kumulativ. Und dann Parallel gleich false. Und dann Tilde und dann die gefehlt hat. Wenn es mehrere sind, dann kann man die mit Pluszeichen ergänzen. Also wenn jetzt Gender und Age wäre, könnten wir Gender plus Age schreiben. Dann können wir noch Max-Iter angeben, wie viele Iterationen das Maximum machen soll. Kumulativ ist für ordinale Variablen. Wenn wir das nicht schreiben, würde es das für alle machen. Wenn alle Variablen fehlen, dann kann man auch eine multinomiale logistische Regression schätzen. Sie ist dann einfacher als eine ordinale, wo die Parallel Regression Assumption für alle geöffnet wird. Das quasi nicht mehr parallel ist. Wenn wir das jetzt anschauen, dann kriegen wir für Alter und Alter mal Gender Female, kriegen wir die Werte wie bis anhin. Hier sind die Kappas und für Gender kriegen wir jeweils auch ein Kappa.
Also wie es ist, je nach Kategorie hat es einen anderen Wert. Um das zu interpretieren, können wir wieder Predicts verwenden. Das habe ich frisch implementiert, dass es auch mit VGLM geht. Alles wie das gleiche wie vorhin. Dann die Levels wieder, das auch kennen, und genau die gleiche Grafik wie die allererste, die ich weiter oben gezeigt habe. Scheint relativ ähnlich zu sein, wenn nicht sogar identisch. Macht auch Sinn, da wir ja gesehen haben, dass die Parallel Regression Assumption gehalten hat. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, die ordinale logistische Regression besser zu verstehen und zu verstehen, wie man das Ganze genau schätzen kann und interpretieren. Falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben.